Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Life Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bin unter anderem in der Traumatherapie angesiedelt, aber auch im Bewusstseinscoaching. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in Videos und so weiter und so fort. Und ich versuche, so viele psychologische Dynamiken, philosophische Sichtweisen und Perspektiven wie möglich aus den Songs herauszukitzeln. Was mir mal mehr, mal weniger gut gelingt. Das heißt, ich brauche eure Hilfe. Wenn ich etwas übersehe, wenn ich etwas überhöre, wenn ich eine Variante, wo ihr sagt, nee, das könnte auch das und das bedeuten, oder ich fühle da drin das und das, dann schreibt mir das in die Kommentare. Freue ich mich drauf, weil ich finde es immer gut und wichtig, meine eigene Perspektive auch ein bisschen zu erweitern und größer zu machen. Irgendwas mit Bass. So, genau. Und es gibt zu diesem Video von Asaf Avidan Between These Hands ein eine Box 3 Version, allerdings kein Video dazu. Es gibt noch ein Lyric-Video, wo es anscheinend Bilder dazu gibt, aber ich habe mich für die in der Box-Version entschieden. Und ich freue mich sehr darauf. Wenn ihr Lust auf mehr Asaf Avidan-Content habt, schaut gerne in meinem schon vorhandenen Portfolio. Und ich werde auch weiterhin zu Asaf Avidan Videos machen, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert den Kanal und dann seht ihr bald mehr. Und jetzt lasst uns starten. Between these hands, there is a silence, loud as a baby, loud as a baby, born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place. Okay. Das klingt ja, mir fehlen ein bisschen gerade die Worte. Ich habe erst gedacht, okay, there is a silence, loud as a baby. Was macht das für einen Sinn? Also wo ist die Stille? Und dann hat es mich kurz gekickt. Born without breath. Das ist ein hartes Thema. Eieiei. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich dazu so viel gerade sagen möchte. Ja. Okay, lasst uns erstmal weiterhören. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. Taking your place. Between these hands, I hold the horizon. A shape is forming,
between these hands. Okay, das hören wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Also lass uns das nochmal angucken. Between these hands I hold the riser, a shape is forming. As a plane leaves the ground, a bridge is curling above your body, above the bodies of everyone gone between these hands. Ich tue mich ein bisschen schwer heute, glaube ich, mit der Bedeutung. Aber wir kriegen das zusammen hin, wie immer, wisst ihr. Nee, ich muss nochmal noch mal weiterhören. Ich merke, ich kriege nicht so ein... Also es gibt so ein irgendwas, was sich gerade in mir formt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und gleichzeitig kriege ich noch nicht so einen richtigen Zugang. Sorry. Manchmal ist es so. Between these hands. Between these hands, there is a Bible that hasn't been written. It hasn't been written, but it has been burned. Okay. Also wenn ich das jetzt auf den ersten Verse nehme, ist es so eindeutig, wie ich es denke, dass es hier darum geht, dass ein Baby nicht lebendig geboren wurde und dass deswegen seine Geschichte nicht erzählt wird. Ich frage mich, inwiefern das etwas mit der Bibel zu tun hat. Spannend. Ich tue mich wirklich schwer heute. Gibt's manchmal, ne? Vielleicht geht es auch bei der Bibel darum, dass er sagt, okay, dadurch, dass das Kind gar nicht erst lebendig auf die Welt gekommen ist, dass er vom Glauben abfällt, dass es ihm dadurch nicht mehr möglich ist, an Gott zu glauben, sondern dass es nur noch darum geht, quasi das zu verbrennen.
so, weil es ihn so sehr schockiert, wütend macht vielleicht. Mich verwirrt ein bisschen die Bibel, die nicht geschrieben wurde. Vielleicht geht es auch darum, dass die Bibel, die nicht geschrieben wurde, dass es vielleicht, ne, ich kenne mich tatsächlich mit Religion nicht so aus, ne? Von daher weiß ich das nicht genau, aber vielleicht, dass man in der Bibel nicht auf diesen Schmerz vorbereitet wird, wenn das Kind nicht lebendig geboren wird. Dass es dazu nichts gibt in der Bibel, was einen trägt, was einen irgendwie durch diese Zeit helfen kann. Dass es deswegen darum geht, dass nicht geschrieben worden. So. Ähm, und as a plane leaves the ground, a bridge is curling above your body. Ich gehe mal davon aus, dass das Flugzeug kein Flugzeug im eigentlichen Sinn ist, sondern dass es irgendwas ist, hm, wo vielleicht es in dem Sinne genau, es könnte entweder sein, dass es hier um vielleicht die Seele von dem Kind geht, die sich vom Körper löst und verabschiedet und, den Ground verlässt und noch die Brücke zwischen Körper und dem Geist oder der Seele noch irgendwie da ist, so, und trotzdem aufsteigt. Ich habe aber auch gedacht, auf Everybody Gone klingt so, als wäre es irgendwie, vielleicht gab es mehrere, vielleicht nicht unbedingt Babys oder Kinder, aber vielleicht gab es mehrere Verluste, die erlebt wurden. Aber vielleicht ist es auch wirklich nur dieses, okay, die Seele verlässt alle, die noch da sind. Und wenn man jetzt nur mit dieser Seele geht, dann verlässt sie alle anderen, die noch auf der Erde bleiben. Während vielleicht der Körper noch in den Händen gehalten wird. Ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht missdeute ich das total gerade. Was sagt ihr? Merke heute, mit dem Song. Also es ist wunderschön, ne? Wie immer. Dieser Part, wo er in diese, und ich denke mal, dass das auch Asaf Avidan gewesen sein wird, fast schon Opern-Arienmäßig in diese Stimme, in diese ganz, ganz hohe Stimme gegangen ist, die wirklich wie so dieses Leid so mit sich getragen hat, ne? Und die mich auch so irgendwie mitgetragen hat. Ich habe mich wie so entführt gefühlt gehabt irgendwie, weggetragen von dieser Stimme. Und gleichzeitig hat sie was sehr ähm, haunting. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. Hat mich ganz schön mitgenommen auf einer anderen Seite, neben dem, dass es mich auch ganz schön beeindruckt hat. Und einfach nur dieses Klavier und dieses ganz, ganz runter reduzierte, kein Loopstation, keine großen Effekte, kein was auch immer, sondern wirklich ganz, 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 ganz runter reduziert. Was, wenn ich richtig liege mit meiner Deutung, dem auch sehr angemessen wäre. Ja, hartes Thema. Ja. Ich hoffe, dass ihr das noch nicht erleben musstet und auch nie erleben werdet. Wenn ihr das erlebt habt, dann hoffe ich, dass ihr euch Hilfe suchen konntet, finden konntet, um das zu verarbeiten, zu bearbeiten.
Ich werde auch noch mal schauen, ob ich vielleicht noch mal irgendwie den einen oder anderen Link finde zur Hilfsorganisation, wo ihr vielleicht Hilfe finden könnt, jemanden, mit dem ihr drüber reden könnt. Ansonsten teilt natürlich auch gerne eure Erfahrungen in der Community, wenn ihr euch das zutraut. So, ich werde auf jeden Fall antworten. Und ich glaube, hier die Community, die Kleine, die sich hier gebildet hat um den Kanal und auch um Asaf Avidan, die ist da sehr umsichtig, sehr mitfühlend. So, genau. Und damit lasse ich das jetzt so stehen. Ja. Und jetzt muss der Switch kommen zu, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, bla bla. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Abend. Tut euch noch was Gutes nach diesem Song. Sorgt für euch. Genau. Bis dann.